Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Für meine heutige Leinwand, die 50 x 50 cm groß ist, möchte ich eine dunkle blau-grüne Farbe verwenden, und da mir die Farben, die ich zu Hause habe, nicht ganz gefallen, mische ich sie mir aus einem dunklen Grün, einem dunklen Blau und ein bisschen Gold an. Wenn du Farben anmischst, machst du das am besten, indem du ein Malmesser verwendest. Denn man könnte natürlich auch mit einem Pinsel Farben mischen, aber die einzelnen Farben setzen sich dann in den Pinsel und mit dem Malmesser kann die Farbe einfach viel besser vermischt werden. Nachdem ich meine grün-blaue Farbe vollständig aufgetragen habe, ist meine erste Schicht fertig und ich föhne sie dann einfach trocken, damit ich mit dem nächsten Arbeitsschritt, dem Aufkleben von Malerband, weitermachen kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Malerband und ich habe mich jetzt für ein sehr sensitives entschieden. Das macht ein bisschen mehr Arbeit beim Aufdrücken, weil es sich sehr leicht wieder lösen lässt. Aber ich fand das für die Arbeit, die ich jetzt vorhabe, nämlich mit Blattgold zu arbeiten, am besten. Ich hatte überlegt, dann doch ein anderes zu nehmen, aber es ließ sich ja dann doch ganz gut auf dem Hintergrund positionieren. Was ich jetzt mit dem Pinsel auftrage, ist die sogenannte Anlegemilch. Die wird benötigt, damit das Blattgold auf der Leinwand aufgeklebt werden kann. Und das kommt natürlich darauf an, von welchem Hersteller man seine Anlegemilch hat. Wenn ich fertig bin mit dem Auftragen, muss ich rund 20 Minuten warten und danach ist es sozusagen ein bisschen angezogen und ich kann das Blattgold auf meiner Leinwand aufbringen. Die Materialien, die ich für dieses heutige Video verwendet habe, setze ich euch wieder in die Videobeschreibung. Schaut da einfach mal nach und dann findet ihr auch das ein oder andere, wie zum Beispiel das Blattgold. Für diese kleine Fläche wäre es fast besser gewesen, ein gesamtes Blatt zu verwenden, doch ich hatte von einem vorhergehenden Bild noch ein paar größere Reststücke gerettet und setze die heute auf dieser Fläche ein. Beim Auftragen des Blattgolds ist es ganz wichtig, dass die Finger frei sind von Anlegemilch, sonst hat man nämlich sehr schnell ganz viele kleine Stücke Blattgold an den Fingern kleben und kann dann nicht mehr richtig arbeiten. Mit einem weichen Pinsel drücke ich dann das Blattgold ganz vorsichtig an, sodass die Anlegemilch und das Blattgold richtig gut haften, was man auch hinterher in der Struktur, die sich auf dem Blattgold abzeichnet, sehen kann. Danach musste ich wieder eine Wartezeit einhalten, habe dann nochmal mit dem weichen Pinsel das Blattgold nochmal etwas angedrückt und konnte dann schlussendlich alles Überstehende an Blattgold mit dem Pinsel abreiben. Ehrlich gesagt macht mir das sehr viel Spaß, wenn ich dann endlich mit dem weichen Pinsel das Blattgold abreiben kann und dann auch endlich das Malerband wieder entfernen kann.
Natürlich sollte es nicht bei dem Blattgoldquadrat auf grün-blauem Grund bleiben und deshalb habe ich mir meine Glättkelle geschnappt und die weiße Acrylfarbe und werde jetzt möglichst nah an das Blattgoldquadrat herangehen und von da aus meine Rakelbahnen ziehen. Da es sich bei dem Weiß um eine deckende Farbe handelt, wird jetzt natürlich ein Großteil des blaugrünen Untergrunds unsichtbar gemacht, aber dennoch ist er die Basis für meine Randbemalung, die ich hinterher noch machen werde, auch wenn das Bild ganz zum Schluss einen ganz anderen Ausdruck haben wird. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger mit jeder Farbe, die ich auftrage, auch das Blattgold in Ruhe zu lassen. Und aus gegebenem Anlass hier noch einmal meine eindringliche Bitte: Wenn ihr Farbe auf eure Glättkelle oder ein sonstiges Rakelwerkzeug auftragt, dann macht das nicht, so wie ich, über dem Bild. Ich mache das ja letzten Endes nur aufgrund der Kamera, die dort hängt. Und jetzt kommen wir gleich doch zu der Stelle, an der ich die Kelle auf das Blattgold aufsetze, weil mir nämlich genau dort ein bisschen von der blauen Farbe auf meine Leinwand getropft ist. Für solche Fälle gilt es dann, einen Plan B zu entwickeln und letzten Endes hat sich das, was sich erst als nicht ganz so toll angefühlt hat, für das Bild doch als ziemlich positiv erwiesen. Bislang habe ich auf meinem Bild mit einem eher begrenzten Farbschema gearbeitet und es darf natürlich auch eine Perlfarbe eingesetzt werden. Hier hatte ich jetzt die Wahl zwischen der Perlfarbe Blau oder Grün und ich habe mich dann tatsächlich für das Grün entschieden, weil auch der Hintergrund eher grünlich als bläulich ist. In den verschiedenen Kameraeinstellungen hatte man aber am Anfang gesehen, dass der Hintergrund sowohl grünlich als auch bläulich schimmert. Das Schöne an der Perlfarbe ist, dass so langsam ein gewisser Glanz auf die Leinwand gebracht wird und dass die bislang eher dunkleren Farben auch durch den weißlichen Anteil in der Perlfarbe heller werden. Nachdem ich mein Blattgold mit dem dunklen Blau etwas bedecken musste und ich mir etwas länger die Schicht mit dem Perlgrün angesehen habe, habe ich mir überlegt, dass es dem Bild gut tun würde, eine möglichst auffällige Farbe zu bekommen. Und dadurch, dass Gelb, wenn es denn mit Blau in Berührung kommt, wieder etwas grünlich wird, fand ich, dass das Reflexgelb in dieser Schicht eigentlich eine ziemlich gute Wahl ist. Dieses Bild farblich zu entwerfen war ziemlich spannend, denn ich hatte jetzt bereits 2 der Grundfarben auf meiner Leinwand. Und wenn ich jetzt eine dritte Farbe, und zwar aus dem Bereich der dritten Grundfarbe gewählt hätte, hätte ich wieder Nuancen erlebt, die ich nicht gerne gesehen hätte. Und ich hatte mir dann überlegt, nochmal zu einem Blau zu greifen,
ein recht helles Blau, welches auch wieder einen weißlichen Anteil in sich trägt, um anschließend dann nochmal mit dem Weiß, aber etwas weniger Druck, über die Leinwand zu gehen und diese Farben miteinander zu vermischen. Jetzt kann ich allerdings mit einer Farbe aus dem Farbspektrum der dritten Grundfarbe, also mit etwas Rot, arbeiten und habe mich dann in Verbindung zu dem Reflex Gelb für das Reflex Rosé entschieden. Dann zeige ich euch einmal gerne mein abstraktes Acrylbild in noch nassem Zustand. Das heißt, die Farben sind noch etwas leuchtender und werden dann, wenn sie getrocknet sind, etwas dunkler sein. Schön finde ich, dass ich teilweise auf das dunkle Blau heruntergucken kann, dass ich dort Schlieren habe und wieder diese typischen Inseln aus dem Bereich der Rakeltechnik. Dank des hohen Weißanteils und auch der Reflexfarben ist das Bild nicht allzu dunkel aufgetrocknet. Es erinnert mich irgendwie ans Meer, teilweise an die Karibik oder die Südsee und ich bin wirklich gespannt, welche Assoziation ihr bei diesem Bild haben werdet. Dann zeige ich euch einmal das Bild, wie es bei mir an der Wand hängt und nochmal von einem anderen Licht angestrahlt wird. Das Blattgold-Element ist natürlich das Highlight auf dem Bild und wird durch die Linien in Reflex Rosé dahingehend auch unterstützt. Ansonsten habe ich im linken oberen Bereich einen dunkleren Bereich und auf der rechten Seite des Bildes befinden sich die helleren Bereiche. Schön ist, dass auch das Blattgold durch die ersten Rakelschichten ein bisschen gerahmt worden ist.
Ich danke dir herzlich fürs Zusehen und ich danke dir auch herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like und ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder bereits abonniert hast. Sei kreativ, nutze die Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen.